Heute zeige ich euch, wie ihr ein wunderschönes gesmocktes Sommerkleid nähen könnt. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Viel Spaß! Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana und heute nähen wir gemeinsam ein cooles Sommerkleid mit Spaghetti-Trägern. Die gesmockte Taille schmeichelt jeder Figur und der weite Rock verleiht dem Sommerkleid so richtig schöne Luftigkeit und Leichtigkeit. Das Sommerkleid ist perfekt für Strandspaziergänge, Gartenpartys oder einfach entspannte Stunden in der Sonne. Und das Beste ist, es ist wirklich gar nicht schwer zu nähen. Es macht richtig viel Spaß. Ladet euch das Schnittmuster einfach über den Link in der Beschreibung herunter und macht direkt mit. Oder lasst es euch als Papierschnittmuster nach Hause schicken. Dann kann es direkt losgehen. Am besten macht ihr wirklich jeden Schritt, den ich hier zeige, direkt mit, parallel. Wiederholt so oft ihr möchtet, pausiert auch immer da, wo ihr es braucht. Und dann kann das Ganze gar nicht schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen oder überspringen. Dann würde ich sagen, lasst uns einfach direkt loslegen mit dem Sommerkleid. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt, und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer nächsten Schnittmuster-Kollektion mehr verpassen. Also ganz viel Spaß! Markiert euch jetzt auf der rechten Stoffseite einmal alle Linien, die ihr zum Raffen benötigt. Das könnt ihr mit Kreide machen, die sollte aber auswaschbar oder wegbügelbar sein. Stellt jetzt bitte eure Nähmaschine für die Rafftechnik so ein, wie es in eurem E-Book angegeben ist. Testet dann gerne einmal die Einstellungen auf einem kleinen Probestoffstück und ändert die Einstellungen dann gegebenenfalls noch etwas für eure Nähmaschine, zum Beispiel was die Fadenspannung des Oberfadens angeht. Wir verriegeln auf jeden Fall am Anfang jeder Naht für das Raffen und auch am Ende. Und automatisch rafft dann der Gummifaden, den wir für die Unterspule eingesetzt haben, unseren Stoff dann zusammen. Das Ganze bleibt sehr dehnbar und wir wiederholen das bei allen eingezeichneten Raffnähten. Damit sich die Raffungen besonders schön legen, dampft dann gerne mit eurem Bügeleisen einmal richtig schön über euer Vorder- und Rückteil. Beide Teile sollten jetzt fertig vorbereitet sein und fertig zum Weiterverarbeiten. Legt dann euer fertig gerafftes Vorderteil rechts auf euer Rückteil und steckt die Seitennähte einmal aufeinander. Die rechte Seite ist die mit der normalen Nähfadennaht und die linke Seite ist die hier zu sehen ist. Das ist die Seite mit unserer Gummibandnaht. Achtet darauf, dass die Höhe der Raffungen genau aufeinander treffen und dann schließen wir als nächstes beide Seitennähte. Die Seitennähte bügeln wir dann auseinander. Dann legen wir unsere Seitenteile vom Rock rechts aufeinander und stecken die Strecken rechts und links zusammen. Hier nähen wir jetzt drüber und schließen damit beide Seitennähte. Wir verriegeln am Anfang und am Ende. Die Nahtzugaben bügeln wir dann auseinander. Dann möchten wir die obere Kante vom Rock raffen und um das zu tun, lassen wir jetzt unseren Ober- und Unterfaden am Anfang 10 cm hängen und wir verriegeln nicht und nähen dann erstmal eine Naht 0,5 cm von der oberen versäuberten Kante entfernt, entlang, einmal rings um den Rock herum bis kurz vor der Stelle, wo wir eben angefangen haben zu nähen und lassen auch am Ende, ohne zu verriegeln, wieder 10 cm vom Ober- und Unterfaden hängen. Genau das gleiche machen wir anschließend nochmal, aber dieses Mal nähen wir 0,7 cm von der oberen Kante entfernt. Wir verriegeln aber wieder nicht am Anfang und am Ende und lassen wieder die Fadenenden hängen und gucken, dass wir nicht mit unserer Naht über die zuvor genähte Naht nähen, sondern die ganze Zeit parallel davon arbeiten. Dann fassen wir uns an der einen Stelle, wo wir angefangen haben, Oberfaden von der ersten Naht und den Oberfaden von der Naht darunter, halten diese fest und raffen dann den Stoff auf der Naht bis zur anderen Seite, wo unsere Nähte enden.
Und diese Kante von unserem Rock raffen wir dann genau auf die Länge von der unteren Kante von unserem Oberteil, was wir da später ansetzen möchten. Rafft jetzt also einmal ringsherum und vergleicht die Strecken immer dabei. Als nächstes verbinden wir dann das Oberteil und das Rockteil und wir legen das Oberteil jetzt so vor uns hin, dass die untere Kante oben liegt. Rockteil und Oberteil sollen jeweils rechts auf rechts aufeinander liegen. Das heißt, wir stecken jetzt das Oberteil in das Rockteil, sodass auch beide rechten Seiten aufeinander liegen. Und achten auch darauf, dass die Nahtzugaben immer noch auseinander liegen, wie wir sie zuvor gebügelt haben. Dann stecken wir beide Teile ringsherum rechts auf rechts zusammen. Ich beginne übrigens damit, erst die Seitennähte aufeinander zu stecken und dann auch die gerafften Rockteile schön gleichmäßig an das Vorderteil zu stecken. Und achte auch darauf, dass die Kräusel sehr gleichmäßig auf der Strecke jeweils verteilt sind. Wenn ich das sichergestellt habe, dann kann ich auch nochmal schauen, dass beide Strecken, die aneinander gesteckt werden müssen, auf jeden Fall die gleiche Länge haben und kann das sonst noch etwas nachjustieren. Und dann wird eben alles zusammengesteckt. Dann können wir einmal ringsherum um Rock und Oberteil nähen und beide Teile miteinander verbinden. Wo ihr hier anfangt zu nähen, ist egal. Ich mache es meistens auf Höhe einer der Seitennähte. Nähe dann ringsherum mit einer Nahtzugabe von 1 cm, bis ich wieder da ankomme, wo ich angefangen habe, und dann verriegel ich dort. Oberteil und Rockteil sind jetzt verbunden. Wenn ihr euer Schrägband selber herstellt, dann müsst ihr einzelne Teile gegebenenfalls zusammensetzen und das macht ihr so. Ihr legt die Streifenenden einmal so fortlaufend nebeneinander und faltet sie dann rechts auf rechts zusammen, sodass sie so in einem 90-Grad-Winkel aneinander liegen. Die Spitzen, die sollen jetzt so weit überlappen, oben und unten, wie breit eure Naht ist. Also wenn ihr mit einer Nahtzugabe von 1 cm auch hier arbeitet, dann sollte die eine Spitze oben 1 cm rüberschauen und unten die andere Spitze auch. Und dann nähen wir die kurze Strecke. Auch bei dieser kurzen Naht verriegeln wir am Anfang und am Ende. Setzt jetzt einfach so viele Schrägstreifen zusammen, wie es in eurem E-Book für die jeweilige Länge angegeben ist. Die Übergänge sehen dann so aus, wenn man es wieder umfaltet. Das Gute ist, dass sie eben dehnbar bleiben. Die Nahtzugaben bügeln wir auch wieder auseinander. Und dann nehmen wir uns den Schrägstreifen, der für das Vorderteil gedacht ist, und platzieren ihn genau mittig an der vorderen Mitte und befestigen ihn dann bis zu den Spitzen von unserem Vorderteil. Rechts auf rechts, stecken die ganze Strecke einmal zusammen. Dann nähen wir den Schrägstreifen rechts auf rechts an, und zwar von Spitze bis zur anderen Spitze. Beim Rückteil machen wir das genauso, nur dass wir nicht nur bis zur Seitennaht nähen, nicht nur im Rückteil bleiben, sondern auch bis zu der Spitze ins Vorderteil stecken. Hier legen wir aber auch die Hälfte von unserem Streifen für das Rückteil an der hinteren Mitte an und stecken ihn dann bis zu den Spitzen im Vorderteil.
Wie im Vorderteil auch, nähen wir dann hier einmal rüber. Wir beginnen mit dem Nähen also dann genau auf Höhe der Spitze und verriegeln dort. Nähen dann rüber bis zur anderen Spitze und verriegeln dort wieder. Das gleiche wiederholen wir dann im Rückteil und beginnen im gleichen Punkt auch an der Spitze, verriegeln dort und nähen dann rüber bis zur anderen Spitze. Auch da enden wir wieder im gleichen Punkt, wo wir eben auch geendet haben. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben jetzt am Vorder- und am Rückteil unser Schrägband jeweils auf einer Seite angenäht und haben dann noch eine offene Kante beim Schrägband. Die falten wir jetzt einmal um zur Hälfte und dann noch ein weiteres Mal, sodass jetzt die umgeschlagene Kante genau die Naht verdeckt, die wir gerade zuvor genäht haben. Das machen wir jetzt entlang der gesamten Strecke zwischen den Spitzen vom Vorderteil und stecken uns dann den Schrägstreifen hier einmal mit Quernadeln fest. Oder, um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr diese Strecke auch gerne heften. Bereitet das Ganze im Vorder- und im Rückteil vor, jeweils von Spitze zu Spitze. Und anschließend werden wir dann nämlich nähen von der rechten Seite aus. Und diese umgeschlagene Kante wollen wir dann von der oberen Seite auch erwischen. Wir beginnen jetzt also von der rechten Seite aus zu nähen, genau in der Ecke und nähen dann genau im Schatten der Naht, also in der kleinen Einkerbung von der Naht, die wir eben gefertigt haben. Und dabei treffen wir dann auf der Unterseite die umgeschlagene Kante. Wir nähen dann auch hier genau bis in die Ecke und verriegeln dort und schneiden dann den Faden ab und machen das genauso noch bei dem Rückteil, befestigen auch hier genauso das Schrägband. Wir beginnen auch hier wieder genau in der Ecke. So, bevor wir dann unsere Träger aus dem Schrägband nähen, brauchen wir jetzt unser Gummiband für den vorderen und hinteren Ausschnitt und eine Sicherheitsnadel. Und ein Ende von dem Gummiband fädeln wir dann bei der Sicherheitsnadel ein. Diese Sicherheitsnadel führen wir dann in den Tunnel von unserem Schrägband auf der einen Seite hinein. Wichtig ist, dass ihr jetzt das Ende nicht verliert, denn das Gummiband ist deutlich kürzer als der Stoff. Und das soll uns nicht verloren gehen und da hineinrutschen, sondern haltet das Gummibandende entweder fest oder steckt es sogar mit einer Stecknadel fest. Und dann zieht bitte das Gummiband mit der Sicherheitsnadel Schritt für Schritt durch euren Tunnel vom Schrägstreifen, bis ihr auf der anderen Seite von der Spitze hier im Vorderteil wieder herauskommt. Das Gummibandende habe ich mir auch hier jetzt gerade festgesteckt, löse dann meine Sicherheitsnadel vom Gummiband und ihr seht, der Stoff rafft sich dann auch hier oben richtig schön zusammen. Wir nähen jetzt hier einmal rechts und links quer über die Ecke, um das Gummiband einmal festzusteppen und machen das genauso auch noch auf der anderen Seite. Näht jetzt also ein paar Mal vor und zurück, genau dort, wo das Gummiband endet und ihr es eben festgesteckt habt. Mit also 4 kleinen Riegeln, 2 im Vorderteil und 2 im Rückteil bei der Spitze. So sollte das jetzt aussehen. Dann sind die Ausschnitte schon mal komplett fertig und aus den jetzt noch restlichen Streifen, die noch offen von unserem Ausschnitt hängen, fertigen wir jetzt unsere Träger. Auf beiden Seiten von unserem Kleid hat man hier 2 Träger und wir falten jetzt das Schrägband einfach zweimal genau bis zur Mitte ein, bei beiden Kanten und falten es dann noch einmal in der Mitte um. Die beiden umgeschlagenen Kanten stecken wir dann mit Stecknadeln aufeinander und das machen wir jetzt bis zum Ende des Schrägstreifens, bei allen 4 Bändern. Dann steppen wir einmal knappkantig auf diesen Trägern entlang. Wir beginnen jetzt wieder in der Spitze, aber nähen dann in Richtung des Ende unseres Trägers.
Dann möchten wir die Träger natürlich noch an der richtigen Position befestigen und die Positionen, die sind auch im Schnittmuster angegeben. Hier rechts habe ich es jetzt schon einmal vorgemacht. Wichtig ist, dass der Streifen, der vom Vorderteil kommt, an den Ansatzpunkt, den inneren, gesetzt wird vom Träger. Da könnt ihr ihn dann einmal mit einer Stecknadel feststecken. Er sollte jetzt 1 cm überstehen. Probiert das Ganze dann gerne auch einmal an und guckt, ob der Träger für euch vielleicht kürzer sein muss. Dann könnt ihr ihn auch noch kürzer machen. Und der Träger, der jetzt vom Rückteil kommt, der soll zur äußeren Position gesteckt werden. Steckt dann alle Träger einmal fest. Und dann nähen wir die an. Und zwar genau im Schatten der Naht eures Schrägstreifens vom Rückteil, sodass man diese Naht dann gar nicht sieht. Steppt da gerne einmal hin und zurück, wiederholt das Ganze auch noch einmal, sodass der Träger möglichst fest sitzt und näht dann nach und nach alle 4 Träger hinten an. Dann fertigen wir noch den Saum. Es handelt sich hier um einen Einschlag-Umschlag-Saum. Das heißt, wir falten erst 1 cm von unserer Stoffkante zur linken Stoffseite hoch, bügeln da einmal rüber und falten dann erneut 1 cm um, bügeln auch da einmal drüber und stecken den Saum dann fest. Und das machen wir entlang der gesamten Saumstrecke. Ringsherum nähen wir knappkantig, das heißt also von der umgeschlagenen Saumkante ungefähr 1 cm entfernt. Also genau hier an dieser Kante entlang. Das war die letzte Naht. Euer Sommerkleid ist fertig. Ganz viel Spaß beim Tragen! Ja, das war's auch schon. Heute habt ihr vielleicht das erste Mal mit der Nähmaschine gesmockt und festgestellt, dass es gar nicht so schwierig ist. Ich hoffe, ihr habt wirklich was dazu gelernt und dass ihr diese Technik auch das ein oder andere Mal bei den nächsten Projekten einsetzen könnt. Zum Sommerkleid würde ich passend eine Jeansjacke tragen, wie zum Beispiel das Schnittmuster für die The Jean Jacket, oder vielleicht auch einen coolen Hut dazu aufsetzen, wie so ein Fischerhut. The Bucket Hat Schnittmuster bietet sich da an. Oder auch eine kleine Tasche wie die Patchwork-Tasche, die Ava Bag, kombinieren. Also ganz viel Spaß bei euren nächsten Nähprojekten. Ich freue mich aufs Nähen mit euch. Fühlt euch gedrückt und bis bald!